So, da sind wir auch schon wieder zurück. Und wir wollten jemand mit mich. Wait. Before you leave, how'd you like to make some coin? Coin ist gut, ja, ja. Sagen, dass du es ziemlich magst. Was braucht er? Turns out my daughter's new husband isn't just close to broke, but close to stupid too. He's put a contract out on my head, as if my death wouldn't be at all suspicious on this particular day. Never pegged him for a pinhead, just a prickhead. Anyway, you seem the sort that gets things done. So here's something you can get done. Kill him before he gets to me. There's a handsome reward in it for you. Be quick about it. I do not have the luxury of time. So. Mich wundert ja eigentlich, wie lange wir die gegeneinander ausspielen können. So können wir seinem Sohn jetzt so sagen, hier... Warte mal, wir können... Das ist doch die Frau, oder? Kann ich entflammen. Die beiden wollen sich töten. Kannst du mal irgendwas machen? Nein. Kannst du irgendwas machen? I was just looking for my husband. He was right. I just turned away to refill my goblet. Looked back and he was gone. Ah, gucke mal. Wir speichern mal. Mal gucken, wir machen jetzt hier ein volles Familiendrama, glaube ich. Dich zu ihr lehnen und flüstern, dass er ihren Vater töten wollte. Deswegen ist er fort. She stares at you in horror. You think you see that strange pink tint in her eyes fade a little. What? No, that's not true. That's impossible. Überreden Intelligenz hält. Ihr sagen, dass du versuchst, ihr und ihrem Vater zu helfen. Du hast keinen Grund, sie zu belügen. Her eye twitches and her mouth moves silently, but aggressively. It almost looks as if she's having an argument with herself. When she looks up at you again, the pink tint has cleared completely from her eyes. How could he? How could he? I've got to find my father. I must warn him. Deine Hand heben, damit sie aufhört. Er weiß es bereits. Und er hat dich gebeten, ihren Mann zu finden. He trusted a stranger over his own daughter. Ups. I bet his pig knew about my husband before I did too. She slumps in her seat, looking even more miserable and dejected than ever. Ja, alles Gute wünschen gehen. Nein. Fragen, warum der Bräutigam solch ein Unheil angerichtet hat. And what would it matter now? Erklären, dass du hinter ihrem Bräutigam her bist. Hat sie eine Ahnung, wo er sich aufhalten könnte? Er ist draußen auf dem Balkon, war er doch gerade, oder? If he's not here, he might have gone back to his house by the barracks. I should have known something was up. He never brought me there. But he'd always come back stinking to high heaven of chemicals. Okay, ja, alles Gute wünschen und gehen. She nods sadly, gaze dropping to the carpet. Er ist nicht mehr hier. Interessant. Kemms Anwesen. Hier hinten wollten wir auch noch mal absuchen alles. Das schwarze Haus. Dorian Geils Haus. Ach, da hinten waren wir schon mal. Ja, hier war die Schule, ne? Ja. Da waren Gegner, die für mich zu hart waren. Da waren wir überall schon. Waren wir hier unten? Ah, wir haben auf jeden Fall, sagen wir mal, gut Unheil angerichtet. Nee, wir werden hier vorne rausgehen. Wie, nicht erreichbar? Ach so, ja. Haha. Wir kommen ja hier nicht raus, ne? Pain. Kannst du mal bitte das Schloss knacken? Danke. Das hast du mitbekommen. Okay, wie hast du das mitbekommen? Du hast mich nicht mal gesehen. Hände weg. Ja, okay. Okay, wir müssen den Weg über den Balkon nehmen.
Hat jetzt hier natürlich ein bisschen gebuggt, dadurch, dass wir hier ein paar Sachen repariert haben. Oh nein, komm schon. Ah, jetzt, ich hab's gerade gesehen. Da. Ah. Gut. Das ist das Haus des Spielzeugmachers. Naja, da wollen wir auch noch. Der hat auf jeden Fall was zu verbergen. So, ja, hier unten waren wir, glaube ich, schon. Hier war zwar nicht so schön viel reingeladen, aber... So, mit ihm hatten wir auch schon geredet. Victor de Ross. Bevor wir weitermachen, ich weiß, was ich machen wollte. Ich wollte noch mit Tarkin reden. Wo ist denn der alte Haudegen? Der ist nicht hier. Ist er in der Halle der Echos? Tarkin, wir haben herausgefunden, dass du Brachus Rex wiederbelebt hast, anscheinend. Wo sind die anderen beiden? Hier. Den beiden will ich helfen. Und ich weiß, dass der Kemm... Heißt der Kemm? Nein. Keine Ahnung, der komische Typ. Hat... Hör auf, da mir dazwischen zu reden. Hat einen Eidbrecher bei sich zu Hause. You must truly savor my company, Godwoken. Something you wanted? Na klar, sagen, dass du über seine Beteiligung an der Wiederbelebung von Bredemann Bescheid weißt. Oder vielmehr Brachus Rex. Tarquin's jaw tightens. I dabble in all forms of learning, necromancy included. Can you really blame me for being talented? Can you really blame me when I'm forced to use my skills against my will? Nee, also blame wollte ich dich jetzt dafür nicht, aber ich dachte, du erzählst mir mal ein bisschen mehr dazu. Ja, naja, wie gesagt, er baut für mich auch gerade den Gott schlechter zusammen. Aber prinzipiell ist immer so eine Sache mit Zwang. Klar hast du eine Entscheidung, aber wenn du wirklich gezwungen wirst, dann wirst du halt gezwungen. Weiß ich nicht. Ein bisschen schwierig. Okay, wir probieren jetzt mal so. Zugeben, dass es nicht seine Schuld ist, wenn er wirklich gezwungen war. Dallas willed it, and I was in no position to refuse. She wanted to use Brachus to sniff out the Aeteran, to use a tyrannical king as a personal bloodhound, so she could get her hands on the most powerful purging device the world's ever seen. She thinks she can control him. She is wrong. A creature like him will find a way to break his shackles. He must be eradicated. That's why I sought the pieces of anathema. It's the only thing that can slay him. What could possibly best the greatest act of necromancy ever performed? Reversing it. That's what. Here, take anathema and keep it close. Without it, you are nothing to Brachus. Haha. Growing soft, aren't I? 338 bis 375 physisch. 5 Stärke, 5 Konsti, 2 Kriegsführung, 2 plus 2. Nicht reparierbar. Oh, es hat Haltbarkeit 1 von 1. Deswegen. Alter. Deswegen ist es auch nicht reparierbar. Es ist quasi eine Einmalnutzung gegen ihn. You must truly savor my company, Godwoken. Something you wanted? Ja, ich möchte gern handeln. Hast du irgendwas Cooles? Sieht nicht so aus, außer den Schund, den wir dir angedreht haben. Wir haben auch nicht großartig neuen Schund, den wir dir andrehen können. Okay. Hey, Melody, kannst du mir noch irgendwas erzählen? Hast du noch was Neues für mich? Hurry along now.
We'll need to find Dallas before it's too late. Okay. Take care of yourself, Godwork. Habt ihr irgendwas Neues zu erzählen? Well, we made it to the... If and Nein. Do you know, this Ark's place doesn't look up. Nein. What's on your mind, darling? Oh. Nein. Gut. Schön, dass wir das geklärt haben. Also wir können zum Marktplatz wieder. So, und dann wollte ich hier runter. Hier haben wir uns noch nicht umgeguckt, genau. Hier waren wir noch gar nicht. Ich glaube, da möchte ich trotzdem erstmal in das Haus des Spielzeugmachers. Komme ich hier irgendwie rein? Ein Quellenamulett, Alter. Das nehme ich mir einfach mal mit. Sieht cool aus. Das geben wir an Sibyl. Hey Sibyl. Guck mal, für Stufe 19, 220. Ich meine, wenn das hier so rumliegt, wenn es nicht rot ist, ist es kein Diebstahl. Medats Blutrosen-Notizen, okay, ist kein Diebstahl, wir gucken mal rein. Die Legende erzählt von der kostbarsten aller Rosen, der Blutrose, in alten Zeiten selbst von Königen geschätzt. Ach, das hatten wir schon. Ah, das war in der Höhle, wo wir eine Möglichkeit gesucht haben, den Drachen zu befreien, den, wie heißt das denn? Den Eisdrachen, den großen. You're not supposed to be here. Fragen, was es hier zu sehen gibt. That's none of your concern. Okay, einwilligen dich auf den Weg Allow machen. me. Könnt nach der Waffe greifen. Don't tell the others. Das ist gruselig. Was haben wir denn hier? 1, 2, 3, 5. Wir haben aber nichts gegen ihn in der Hand. Wir können nicht einfach so wahllos Leute angreifen, weil sie uns rausschmeißen wollen. Auch wenn er sehr, sehr gruselig ist. Das muss man ihm mal lassen, aber so funktioniert das leider nicht. Bürger. Hey. Look at the size of that thing. Ach stimmt, hier unten liegt ja eine tote Lehrerwacht, ne? Ja, die ist schon groß. Gold, 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 schade. Crack. Garnham. Friend here has taste. Care to trade? Care to trade. The man in front of you is clad in a ragtag assortment of garb. He looks up from repairing a battered instrument to smile and nod at you, one traveller to another. Ho there, fellow traveller. Luronta. Looking for some cheer to lighten the mood of this grim city? Untoter. Lass einen Reisen fragen. War er schon mal in einem Ort, an dem die Untoten frei wandeln? Good question, Callisti. Eftek, I don't believe I have. Ha! Thank you for asking. Now, I've a new challenge. Er ist also ein Bade. Ihn fragen, wie er in solch unruhigen Zeiten so gute Laune hat. Sein Job wahrscheinlich. At some point, long ago, I decided poetry had but two purposes. To quicken the people's river of tears, or to stave them. Look around you.
You'll find fear and longing and desperation. What good is a bard's solemnity in a city besieged by void and divided by war? My privilege and my duty is to remind the people of Arx that there's blue sky and shimmering sun beyond the clouds. Fragen, ob er bereit ist, dir etwas vorzulesen. Of course, and glad to. My words shall lift your spirits, make no mistake. But I need to pay my way, so I'd ask for a little gold, if you have it to spare. What do you say, Rav? Na klar. Ihm das geforderte Gold aushändigen, 100. The poet tips his floppy hat to you as he counts the coin you handed over. Now, what poem would you care to hear? An old classic or an original verse? Oh, nee, wenn du dir schon selbst was ausgedacht hast, ich entscheide mich für das Original. Take a seat, Rav. Make yourself at home. Give me a moment to clear my throat. And listen. I've walked this earth, each vale and... I like your loot. Can I sell you a real one? And in each place I've come to find... My surest friend is my own mind. From my home in Alaroth, I packed my life up in a cloth. I set my course far on the map. And here I am to tip my cap. Real antiques at realistic prices. Who cares to trade? I bet you know your prickets from your portraits. Want to trade? Händler The man Adam. taps his foot in time to the bard's tune, though he stills it as you draw near and clears his throat. If you're looking for Kat, she's evaluating all of Kemm's antiquities. It'll be a while. If you're in a shopping mood, well, I can help with that. Fragen, warum hier so viele Händler herumlaufen. Well, this is the estate of the venerable Kemms. We've all come to trade with Linda and his missus, but with recent events, let's just say they're busy. But Kat's inside. She'll come up with something. Mieze? Den Mann fragen, von wem redet. She's an appraiser, and our boss to boot. You'll meet her if you head inside. If you've got anything she's interested in, could be she'll make you a good deal. He looks around covertly before turning back to you with a wink. Could be a really good deal. Die Waren des Händlers durchstöbern. Good stuff, yeah? Apropos Bilder, haben wir nicht auch noch irgendwie so ein... Hatten wir nicht irgendwo ein XXL-Bild einstecken? Bist du das? Nein. Hatten wir nicht so ein riesengroßes Bild eingesagt? Bin ziemlich sicher, wir hatten irgendwie ein 6 Kilo Gemälde eingesagt. Das kann ich anscheinend nicht verkaufen. Okay. Ja, hier, das Ding. Ungewöhnliches Gemälde. Gemälde, auf dem das Licht der 7 vom Himmel auf den göttlichen Lucian und seine Anhänger herabscheint. Okay, wir gucken mal, was haben wir jetzt bekommen? Alt macht sich bezahlt. Okay, Blut mit Gift für den Haus, okay. Angesehen, okay, wir müssen uns jetzt mal einen Plan machen, wo wir zuerst lang gehen. Ich glaube, hier unten an der Küste ist erstmal was Gutes. Machen wir das doch erstmal. In Kemms Haus will ich halt auch. Bürger Jack. The lizard hums a lizard melody. You do not find it unpleasant, but you do not recognize its air. Ich würde sagen, wir machen uns mal hier runter.
Gucken erstmal, was es hier unten so gibt. I've spotted something. Aha. Haferbrei, Partie. Ja, will aber irgendjemand abhauen. Naja, wir buddeln mal ganz kurz. Der Rucksack, interessant. Wo ist eigentlich Sir Lora geblieben? Ich habe keine Ahnung, wo der ist. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Oh, tote Leerenwacht. Mit nichts drin, okay. Is this? It's butter. Oh She said she'd nein. wait for me in Arx if she ever escaped. And so she did. Oh nein. Ich wollte gerade sagen, ich habe mich an den Namen erinnert. Butter. Wir hatten wir nach Freudenfeste getroffen. Sie wollte auf uns hier warten, wie er schon gesagt hat. Butters Tagebuch. Gucken wir gleich mal rein. Geist eines Archäologen. Irgendwann verschlinge ich den, weil er mir so auf den Sack geht. Ich gewöhne mich langsam an Griffsleute. Letzte Woche war ich erkältet und Waltz hat mir ihre halbe Suppenration gegeben. Sagte, ich müsste bei Kräften bleiben. Tat so, als ginge es dabei nur um Wachschichten, aber ich wusste es besser. Die Suppe hat trotzdem nach schimmeligen Socken geschmeckt. Hier herrschte stetes Kommen und Gehen. Heute kommen 5 neue, morgen verschwinden 5 in der Feste. Ständig andere Gesichter, wie eine endlose Reihe von Porträts. August Handschuhe, okay, dann kann man Ivan geben. Jetzt frage ich mich ein bisschen, ob wir sie hätten retten können. Unter anderen Umständen oder nicht. Das Spiel ist ja manchmal ein bisschen, naja, nicht undankbar, aber ich weiß halt nicht, ob es hier sowas wie eine zeitliche Reihenfolge gibt. Das habe ich noch nicht herausgefunden. Wie gesagt, mich wundert halt einfach nur, dass Sir Lora halt irgendwie nicht mehr da ist. Water from Kemm's garden. No wonder it smells clean. Wo ist der? I've walked this earth, each vale. I walk this earth. Wo ist uns Sir Lora abhanden gegangen? Hier war er noch. Interessant, aber er kann halt, dadurch, dass er ein Geist ist, kann er auch nicht am Todesnebel sterben. Das geht halt auch nicht. Also. Ah. Dann machen wir erstmal die Türen auf. Yet another fresh face. My word, the mansion's positively overrun with foreign folk on this most inauspicious of Lucian's days. He catches himself and scrapes his throat in a brief moment of embarrassment. I do apologize if I came across as impertinent just now, and I hope you'll forgive my unabating boldness when I assume Sir has come here in search of an audience with either Lord or Lady Kemm. Dich nach dem fremden Volk erkundigen, das er erwähnt hat. Oh, I meant, of course, the lizard excellencies that have sought shelter under this esteemed roof in the aftermath of the dreadful attack that was inflicted upon the Imperial Consulate. It saddens me to say there are a number of deaths to mourn,
but no doubt we all rejoice at the survival of the nobles. After all, a mere clerk is so easily replaced, wouldn't you say? Trocken darauf hinweisen, dass du kein Adliger bist. None of us are perfect, sir. Sagen, dass du dich mit einer Frau namens Mieze unterhalten möchtest. Wo kannst du sie finden? Oh, gracious. Her? I truly hope you are not in cahoots with that brazen peddler. Well, she's in the dining room. Danke. Sagen, dass du nichts gegen eine Audienz bei der Dame des Hauses einzuwenden hättest. Lady Kemm is having tea in the drawing room over in the north wing. I'm quite certain a person as obviously well-traveled as yourself will have no problem drifting in that general direction, should he deem it fit to do so. Das ist richtig. Sagen, dass du dich gern mit Herrn Kemm persönlich unterhalten würdest. I'm afraid I can't accommodate you with the opportunity to have a word with Milord Kemm at this precise moment, sir. Milord left early in the morning in pursuit of business, and he hasn't yet returned. Fragen, welche Geschäfte Herr Kemm nachgeht, mal abgesehen davon, seine eigenen Leute des Todes zu verurteilen und hinten irgendwie für Unruhe zu sorgen. I'm not privy to the details of Milord's ventures, but I gather his outing pertains to his office as Grand Master of the Paladins and the ousting of certain firebrands from the city. A most noble task, I'm sure. Unless I'm quite mistaken, in which case I once more apologize profusely, you'll most likely find Milord in the immediate vicinity of the Magister headquarters. The Magisters, in case my previous sentence lacked clarity, being the firebrands I alluded to. Gott, das ist nämlich so ein bisschen unangenehm, aber egal. Drückt sich immerhin höflich aus. Wie kann denn ein Bediensteter 42.000 einstecken haben? Alter, meine Fresse. Sagen, dass du dich lieber auf den Weg machen solltest. Yes, do please excuse me, for I've a party of dignitaries to attend to. They've an appetite for an aperitif, and the port, needless to say, does not pour itself. Katze, die Schätzerin, Elfenleibwache. I'm no Terrigan, I'm fresh out. Aha, da haben wir einen Keller. How dreadfully crowded these rooms have become. One so yearns for the calm. So, ich werde mich trotzdem erstmal hier hin machen. Perhaps he may find some time for us later. But let's not hold our breath, shall we? Morty? Okay, das ist die Lady des Hauses. Wir quatschen erstmal mit dem Kind. Wo ist denn das Kind? Das rennt gerade weg. Madeline Kemm, du bist doch die Dame des Hauses, oder? Komm, wir quatschen mal. I saw Daddy with some weird-looking cat in the garden. I think he was even talking to it. He called it Archu, I think. Anyway, I asked if I could pet it, but Daddy shooed me away. Okay, okay. Er hat einen Waldring einstecken mit 175 magischer Rüstung. Okay, er hat mit einer Katze gequatscht und hat sie Hachi genannt. Vielleicht? Formwandler. Also, Polymorph. So, wir gehen mal kurz zu den Köchen. Du beschwerst dich doch die ganze Zeit, Conno. Was ist denn los? Oh dear, I wasn't expecting visitors. Das ist in Ordnung. Was verkaufst du? Alter, die haben alle so viel Schotter. I don't need this distraction. Why don't you go stroll in the garden or something? Das ist die erste mit normalem Geld. Die Diener hier drinnen haben quasi zusammen mehr als ich wahrscheinlich gesamt habe. Katze, die Schätzerin. Hey. For heaven's sake, would you please... Oh, Ja, ja. ever so sorry. I thought you were that rotten butler about to warn me once again to take the ocular, not the tactile approach. I swear I've a mind to beat him to death with the nearest dictionary I can find. Das ist mir sympathisch, ja. Ich fand ihn auch nicht so ansprechend, aber okay. Sagen, dass sich Weltatlanten deiner Erfahrung nach besser zum Prügeln eignen. Much obliged.
I'll most certainly keep that in mind. Naja, gerne doch. That little snob thinks me unworthy of being in his precious lord's mansion and praising his precious lord's collection of antiques. Just you try judging the state of a Vadistian armoire if you're not even allowed to rummage through its drawers. Sagen, dass du Herrn Kern getroffen hast. Er kommt dir eher wie ein Veteran vor. Er kommt dir eher wie ein Veteran vor, denn wie ein Antiquar. Oh, he's all blood and battle, all right. Until you show him a Ferolian snuff box or an ancient imperial fainting couch, then he's as giddy as a cat in a field of catnip. He knows very well I'm the best in the business. Asked me to value his collection personally. Sie fragen, was genau sie hier macht. I'm merely appraising the many antiques gathered in here in this beautiful mansion. A roguish little smile suddenly plays upon her lips. Ja, ich konnte es mir denken. Ich habe ja auch Schurke und Narr als Background. What else would I be doing? Wir speichern. Überreden Finesse gesetzloser. Sagen, dass du genau weißt, was dieses Lächeln bedeutet. Sie plant einen Raubüberfall. How very perceptive of you. I could use sharp eyes like that. Consider yourself invited. Na klar, prinzipiell schon. Den Kemm konnte ich ihr nicht leiden. Now listen closely. Rumor has it that Lord Kemm's mansion is built upon a massive vault in which he hides his true valuables. His entire house is but a smokescreen for the real treasure hidden underneath. I've had no luck so far in locating this fabled vault, but if you do, I swear the entire hoard is yours. No questions asked. All I want in return for this information is a trio of curios that is said to be kept inside. The portrait of the divine, the cup of kings, and the scroll of eternity. Everything else is yours. Nee. Also das Zweite, ja, haha, lachen. Jetzt weißt du alles über die Katakomben, Inhalt darin, der gesamte Inhalt ist dein. Weiß ich nicht. Sie war so freundlich, uns einzuweihen. Ich kann die Typen eh nicht leiden. Ich musste eh in seine Katakomben, um da was rauszuholen, nämlich den Eidbrecher. Und der ist hier nicht aufgezählt. Mal gucken. Porträt des Göttlichen, Kelch der Könige und die Schriftrolle der Ewigkeit. Sieht nicht nach Eidbrecher aus. Wir sagen, dass abgemacht ist. Du besorgst ihr die Dinge, die sie haben will. A most satisfactory arrangement. Fragen, ob sie dir helfen kann, die Katakomben zu finden. She shakes her head apologetically. There are only whispers of a vault and quieter whispers still of what it may contain. But at least you know now that it's there. Okay. Probably. Sie fragen, ob sie etwas Interessantes zu verkaufen hat. Highly interesting. And highly valuable. Perhaps even quite out of your league. Wir sagen, dass du das besser beurteilen kannst. Anything else? Ein beschädigter Teller mit der Beschreibung nutzlos für 5.900 Gold und ein Messer mit 2 bis 3 physischen Schaden. Was ich interessant finde, ist variiert mit Finesse. Aber für 5.915 Gold. Also, ist okay. Ich hätte jetzt gesagt, hier im Keller ist es. Kemms Garten. Guck mal, das hier muss man Wasser ablassen, dann kommt man bestimmt runter. Also ganz wild drauf losgeraten. Was ist das hier? Warum ist da eine ekelhafte Blume im Garten? War das nicht so ein Ding, was wir auch bei der Spore hatten? Okay, hier gibt es anscheinend eine Menge Geheimnisse. Das freut mich richtig. Ich liebe es, wenn es viel zu untersuchen gibt. Ja. Tschüss. Doesn't seem like the kind of place you'd hide a vault. Das nicht. Aber da ist ein drehendes Rad. Und da ist ein drehendes Rad. Ist das eine Spindel oder was? Ah, eine Spindel. Okay. Feuerresitrank, Eimer. Igel.
You see yourself in the mirror. It's quite a sight. Cool. Schön, dass wir das geklärt haben. Was ist das? Auch ein Spiegel? You see yourself in the mirror. It's quite a sight. Nice. Eine Haube. Cool, brauchen wir nicht. Was sind denn hier so viele Spindeln und ein Feuerresitrank? Das ist halt irgendwie ein bisschen... sehr gruselig. Gemälde einer Schlacht. Guck nur, ob ich hier irgendwas finde. Irgendwas Verstecktes. Okay, das war nicht mal Absicht, das war halt Glück. Im wahrsten Sinne. Ja, das war die Fähigkeit Glück, die mir das beschert hat. Ist ein magischer Eisenhelm. Aber wir haben gerade mehr also wir haben auf unserem Helm zumindest gerade mehr magische Rüstung. Was nicht schlecht ist, weil wir halt versuchen, das ein bisschen ausgewogen zu halten. Ja, guck mal, das ist doch genau dein Ding. Achso, du kriegst die Stärke erst durch die Rüstung an sich. Ha. Jetzt hier eintauschen geht unsere magische Rüstung ganz schön runter. Aber, naja. Gute der Klarsicht an Sibyl geben. Sibyl hält nämlich unseren ganzen schönen Legendary Stuff und ihren eigenen Stuff. Franklin Hamilton. Okay. Gut, ich denke mal, wir werden mal rübergehen, mit der Dame des Hauses reden. Das hier ist also quasi Kemms Hütte. Ja, wir reden mal. Haben wir gespeichert? Habe ich gespeichert? Ich weiß es gar nicht. Well, isn't this convivial? Hey Leute. Yes, Mom. But please. Grüße. I don't believe you're here at my behest, are you, darling? Do feel free to rest your feet elsewhere in the manor before being on your way. Ta-ta. Ta-ta. Grüne Teeblätter hat sie einstecken. Cool. I don't know that I have ever seen Lady Kemm with her husband. Unusual, I should say. Beeindruckendes Gemälde. A striking painting, truly. And featuring a familiar face. Lady Kemm sniffs with the pride of a peacock spreading its tail. It's beautiful, isn't it? Possibly Ram's finest work. You may recognize the people in it. Alexander, of course, the dwarven queen Justinia, Gongi of the ancient empire, and the graceful Tiriara, the great elven seer. Okay, wie viele davon haben wir jetzt schon umgelegt? The Quorum. It was here that they made history, in this very room, in fact. Das Quorum. Um was ging es dabei? Lady Kemm smiles graciously and offers you a cup of tea. Oh, cool. The Voidwoken invasion was in its infancy, and it was becoming clear that the creatures were drawn to source. Bishop Alexander called the Quorum together. He demanded the elves, dwarves, and lizards agree to his plan. Gather and quarantine source users across Riverlon. She takes a slow sip of tea, eyeing you closely just above the cup's rim. Ich könnte entweder als Untoter ihr sagen, dass du genug Tee hattest, der läuft einfach nur so durch. Das ist halt lustig jetzt, weil Tee läuft halt wirklich einfach so durch. Deswegen muss ich auch immer so oft auf Toilette. Aber
Untoter, nach den weniger glücklichen Fragen, die Untoten. Hatten die keine Stimme im Rat? Lady Kemm's look of disgust tells you all you need to know, yet she elaborates anyway. Do you truly suppose half-brained, filth-ridden bone piles should have a voice in Rivellon's future? Alexander would never humour such a beast, and I most certainly would not allow one in my home. Ja. She huffs, she puffs, and she continues with her story. The Lizard King, stately when silent, yet so great was his descent I was sure his shouts would split the ground open beneath us. A travesty! Alexander sought to protect us all from a scourge. The fork-tongued devil would sooner usher in a dark age than round up the troublemakers. Also wir könnten entweder sie von der Seite anschauen, ihre Zunge ist giftiger als die einer Echse. Oder wir machen nah Kichern. Wenn man sich Arx momentan so anschaut, hat Alexander das dunkle Zeitalter übersprungen und ist direkt zur immer in Flammen-Ära übergewechselt. Ja, das passt. You soil Alexander's legacy. Ja. The bishop was a man of action. Lazy slugs like Gongi will be the death of Rivellon, mark my words. Then there was the queen. Smart as a whip, that one. And just as likely to sting you. Sie auffordern, trotz ihrer Bemerkung weiterzureden. Justinia listened to Alexander intently. I'd always thought of dwarves as pragmatic. I presumed she would ally with him, but she proved disloyal. The dwarves would not be part of his plan. I had forgotten that pragmatism is usually partnered with stubbornness, particularly when accompanied by an overabundance of ale. Na, zwinkern und auf die Teekanne zeigen. Überfluss ist tatsächlich ein sicheres Zeichen für den Verfall. Ich glaube, die greift uns bald an oder macht uns einfach, tötet uns mit einem Wort oder sowas. Are you telling me that a pleasure as noble as a cup of tea is akin to a tankard of foaming swill? Foolishness. Attention turned to Tiriara. Perhaps she would bolster Alexander's position. Fragen, was dann passiert ist. The Elvenseer. Her heart bled, she said. A millennium of memories warned against a pogrom, she said. She would not assist the great Alexander. No great loss, I must add. The elves are scattered to the wind. Their influence is as thin as a dying willow's twig. Besides, like any elf, Tiriara's head floats in the clouds. They tell wonderful stories, but live fantasies as absurd as any lizard dreamers. Na, Schnauben. Sie kennt sich ja bestimmt mit Hirngespinsten aus, oder nicht? Lady Kemm responds to your insult with a cocked head and a crooked smile. You may not think it, but I prefer action to dreams, good sir. The void cannot be turned back on the power of wishes. Well, as lovely as story time has been, I'd say you've worn out your welcome. I won't be so rude to ask you to leave, but I will not insist that you stay either. Also die gute Dame konnte ich halt auch echt nicht ernst nehmen. Sie ist ja völlig daneben. Ja, unser großer Herr Lucian hat 4 Leute insgesamt, also er gehörte zu 4 Leuten und die haben sich beraten und jeder war dagegen, aber jeder war halt auch falsch. Ja, also das muss man schon sehen, dass er der einzig Wahre war. Alter. Ein Kristall, was ist denn das da? Fein. Oh, oh, oh. Das ist nicht Diebstahl, wenn es nicht rot ist, den nehme ich mir mit. Dekorativer Echsenspeer, haufenweise dekorative Sachen. Oh, da winselt was. Hundi! I bit the Master Kemm, I did. I could have sworn it was another man in a master suit, but it weren't. Now I'm in the doghouse like the humans say. Oh.
ihn an den Ohren kratzen und ruhig reden. Du bist dir sicher, dass er es nicht böse gemeint hat. I couldn't help it, I swear. Kemm all smelled like when the garden man cuts down a decayed tree, like he was using flowers to hide the rot. A little like you, but a little not like you too. Oh, ein Untoter hat sich vielleicht als Kemm ausgegeben oder sowas. Only nudging and tail wag the next time, I promise. No licking though. I don't want to taste the rot again. Interessant. Oh, Lebenholzstamm. Ich meine, boah, da wird's kein Diebstahl. Die Wache macht hier gerade ihre Runde, ne? Sag mal, Fane. Wärst du mal so freundlich? Dankeschön. Tagebuch. Bin ich ja ganz Ohr. Oder Auge in dem Fall. Sich ihren komischen Tee einstecken? Ihr werdet mächtig Ärger bekommen, wenn ihr nicht verschwindet zustimmen und dich auf den Weg machen. Naja. Ich wollte ein Tagebuch lesen. Verflucht, alles zum Teufel. Jemand hat die zweite Passion Lucians aus den Katakomben im Garten gestohlen. Aha. Wahrscheinlich einer dieser dreckigen kleinen Rabauken, die in der Kanalisation herumschleichen. Ich werde wohl nie erfahren, wie sie den Eingang unter dem Garten gefunden haben. Aber eins steht fest. Mindestens ein paar kleiner Äuglein beobachtet mich. Verdammte Sträuche. Das Gemälde war mein ganzer Stolz. Ein wahres Meisterwerk und außerdem ein höchst eleganter Zugang zu den unteren Katakomben. Aha. Sobald die Schätzerin mit ihrer Arbeit fertig ist, befasse ich mich mit zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen. So ist denn die Wache jetzt. Hat sie schon verpisst? Wo sind die hin? Da hinten. Nee. Können wir hier rein, um die Tür zu machen? Ich hätte vielleicht vorher sprechen sollen. Machen wir mal so. Kann er uns eigentlich nicht sehen. Da ist sogar eine Leiter. Wow, das ist ja echt nichts drin. Wie kommt diese Leiter hier runter? Nicht genug Platz? So, wir gehen hier mal raus. Und weil wir ehrlich Haut sind, machen wir die Tür zu. So, hier wollen wir als nächstes rein. Eine Donnerrune, mittlere Giftrune, dekorativer Echsenspeer. Komisch, dass manches davon Diebstahl ist und anderes nicht. Eine Büste von Alexander. Geschlossener Helm. 197, Mensch. Ich stehe hier nur so rum. Alles gut. Alles gut. Geh einfach weiter. Ignoriere mich. Ich will hier rein. Bestimmt noch ein paar interessante Sachen zu finden. Rein da. Tür zu. Okay. Zur Teestunde bitte Band 3. Band 1, Band 2, Band 3. Okay. Das klingt doch interessant. Schlüssel zu Herren Kemms Truhe. Der ist oben drauf, okay.
Der Kemms Sammlungsregister? Das ist doch hier das Kinderzimmer. Oh, das ist ein Arbeitszimmer. Oh, Schrägstrich Kinderzimmer. Nein. Knack doch mal bitte das Schloss hier. Dann geht's noch weiter. Den nehme ich mit. Gut. Nur warten, bis er hier wieder weg ist. Nein. Zustimmen, dich auf den Weg machen. Jojo. So, was haben wir denn hier? Erstmal das hier. 1233 AD, jährliche Katakombeninventur, Neuzugänge, Besteck aus der 7. Dynastie, elfische Ritualvasen, Paar, Büste einer Jungfrau, Arme fehlen, Maul des Verschlingers. Helm. Modell der Kathedrale von Arx, nicht maßstabsgetreu. Vergoldete Quadriga der zweiten Elfenkönigin. Kriegshorn der Dämmerung, verbeult, Reparatur notwendig. Anmerkung zu grünem Tee. Dieses feine Gebräu ist ein wahrer Soldatenfreund. Er beschleunigt den Schritt dessen, der in die Schlacht zieht. Mit grünem Tee im Bauch fühlt sich alles gleich behende und viel einfacher an. Anmerkung zu weißem Tee. Je heller das Gebräu, desto potenter die Wirkung. Weißer Tee ist dafür bekannt, noch dem müdesten Reisenden Ausdauer und Überlebenstauglichkeit zu schenken. Wird der Tee mit flüssigem Mondlicht verstärkt, vollbringen Soldaten in der Schlacht oft Taten, die sie selbst nicht für möglich gehalten hätten. Anmerkung zu schwarzem Tee. Der feinste Tee für Freunde des schwärmenden Winterfeuers ist gewiss der Schwarztee. Das Gebräu vermag die Augenbrauen zu schützen, sodass sie nicht angesenkt werden, wenn man sich nah ans Feuer beugt. Das wüsste ich. Das wüsste ich wirklich. Ich meine, vielleicht soll ich das mal testen, vielleicht bin ich jetzt feuerfest. Gut, das hier ist eine ganz normale Tür. Können wir die öffnen und rein da? Ich will mit den Echsen reden. Dürfen wir da rein? Ich habe keine Ahnung, ich speichere es sicherheitshalber nochmal. Bevor die mir irgendwann wirklich auf den Sack hauen. So, Herrin Roja. Tragedy befell us at the consulate, but at least Lord Kemm offered us pleasantries and protection. He's one of the few truly honorable souls left in this city. Das wüsste ich. Oh, das ist ein sehr interessanter Stil, meine Gute. Herr Omid. Kleines Buch der großen The consulate is gone. All that survives of it is what I managed to take with me. Care to see what I have? Perhaps we can make an arrangement. Dich fragen, was seine Gefährten wohl denken würden, wenn sie wüssten, dass er sie in einem Moment der Krise ausplündert. Our consulate may be gone, but I will not let us be reduced to utter beggars. I merely do what is necessary to fund our ongoing diplomatic efforts. Nach dem Konsulat fragen, was ist geschehen? It was quite terrible and wonderful. Slaughter, death, opportunity. We were gathered there in anticipation of Lucian's Day, when suddenly the ground shook, monsters howled for blood, and fires raged around us. Many a great name perished in that sudden hell. As for myself, I'm glad I survived long enough to collect what treasures I could. Surely you might find something useful among them? Bemerken, dass er an den Ereignissen am Konsulat desinteressiert wirkt. Oh, it was devastating, to be sure. But what good does mourning do for either the living or the dead? I found a spot of fortune in the flames. It would be wrong to squander it, yes? Okay, mal ansehen, was er anzubieten hat. Best to sell anything of value. The voice of the ancient empire must still be heard in Arx, and that will require gold.
Ja, dann zwei einzigartige Gegenstände, ne? Der stille Weg. Stärke, Finesse, Ausdauer, Initiative, Bewegung, lege verstummt fest, lege klarer Geist fest. Verstummt heißt, du kannst nicht mehr zaubern, ne? Und letzter Überlebender. Was ein bisschen traurig ist bei dem, was er gerade erzählt hat. Was haben wir hier? Feuriges Inferno. Ah. Hast du mir irgendwas zu erzählen? Our consulate lies in ruins. A day of celebration has become a day of catastrophe. I see the horrors still, floating afore my eyes. Schön, dass wir reden konnten. Mich wundert noch, was es mit der Leiter hier hinten auf sich hat. Ich hoffe, das ist nicht wieder ein Bug, dass irgendwas falsch dargestellt wird. So, hier geht's runter, ne? Ja. Wir haben 2 Kristalle eingesammelt. Oh, sind ganz normale oder was? So. Wir haben einen Ring. Woher haben wir den Ring? Ach, den haben wir, glaube ich, geklaut irgendwoher, ne? Gestohlen. Was? Lass ich mir doch nicht andichten, dass ich einfach so stehlen würde. Den habe ich mir ehrlich erglückt. Irgendwie so. So, ich denke, wir werden uns mal... Hinten wäre es durchgegangen, okay. Ich denke, wir werden uns mal nach hier hinten bewegen. Okay, erstmal werden wir das hier aktivieren. So. Und wir werden von hier hinten aber anfangen, uns Sachen anzuschauen. Nett formuliert. The ring. Disband them. Die Blume redet. Nein. Kümmere dich doch mal drum. Dankeschön. So. An inscription at the terrarium's base identifies its contents as a wailing mandrake, a species you've not heard of before now. Die Pflanze untersuchen. Not every detail is visible through the terrarium's hazed glass, but there is no missing the plant's trumpet-like blooms, perfect for catching raindrops, or insects, perhaps. Weggehen. Wir könnten hier... Holy Mother of Divine, that's loud. I won't do much sneaking with this in my pocket. Okay, okay. Das Ding hat eine Alarmanlage. Interessant. Also können wir das nicht klauen. Ich wette, irgendwie kriegen wir das geklaut. Ich mag den Kemm halt wirklich nicht. Für mich nicht schade um seinen Besitz. Ja, okay, das klauen wir später. Ganz viel Veredler. Was haben wir denn hier? Unreifer, heißer Kessel. Oh, hier können wir hoch. Jetzt können wir hier oben. Was bist du? The bloom opens before your eyes, resplendent and regal. It emits a sweet, subtle scent, like that of a rose, though more intoxicating. Ja, die Blume weiter beobachten. The bloom scent ribbons towards you until it fills your nostrils. Your whole body flushes. You're sure you must be glowing, so deep does the warmth dwell. Sorrow. Our joy shall be the God-woken sorrow. Our joy... sorrow.
Freude und Leid, die Blume bitten, die Bedeutung dieser Worte preiszugeben. The unusual bloom continues unabated, as if parroting someone's words rather than speaking of its own accord. The advocate is dead. The doctor is in. The advocate. Weiter zuhören. The prey offers itself. Take it. The prey offers. Take it. Weiter zuhören. The flower has gone quiet. The covenant can be severed. The flower's sweet fragrance. Okay, den Advokaten haben wir ja tatsächlich ganz liebevoll umgebolzt. Okay. Wir werden hier auf jeden Fall mal kurz speichern und ein kleines Päuschen machen und danach gucken wir uns mal ganz genau diesen Garten an. Bis gleich.